Heute möchte ich mit euch gerne die drei großen Panasonic Leica Teleobjektive inklusive der beiden Telekonverter miteinander vergleichen. Das 50-200 f2.8-4, dann mein Lieblingsobjektiv, das 100-400 f4-6.3 und das lichtstarke 200 mm f2.8 bei jeweils 200, 280 und 400 mm Brennweite. Dabei möchte ich mich auf das Handling, die Schärfeleistung und einige Punkte beschränken, die für die Wildtierfotografie besonders wichtig sind. Alle drei Leica Tele sind gegen Staub und Spritzwasser geschützt und lassen sich problemlos bei schlechtem Wetter nutzen. Im Gegensatz zum 100-400 sind das 50, 200 und 200 mm außerdem noch offiziell bis minus 10 Grad frostsicher. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der sehr gut arbeitende optische Bildstabilisator, der mit dem kamerainternen Stabilisator zusammenarbeitet. Selbst eine Zehntelsekunde ist freilich kein Problem. Und selbst an Kameras ohne eigene Stabilisierung erreichen wir immer noch Verschlusszeiten von einer 30. Sekunde. An Olympus-Kameras funktioniert der Panasonic Dual RS leider nicht. Hier arbeitet dann ebenfalls nur der Stabi im Objektiv. Auch umgekehrt arbeiten Olympus-Objektive mit dem sogenannten Sync RS nicht mit dem Stabilisator von Panasonic-Kameras zusammen. In der Wildtierfotografie macht das kaum einen Unterschied. Doch in der Landschaftsfotografie oder bei Nahaufnahmen ärgert mich das schon sehr. Hier haben beide Hersteller viel Potenzial verschenkt. Eine Sache, die ich aber richtig klasse finde, ist der lineare manuelle Fokus, den Panasonic kürzlich bei allen drei Objektiven mittels Firmware-Update realisiert hat. Er verhält sich jetzt wie an manuellen Objektiven und lässt sich je nach Bedarf auch noch in mehreren Schritten zwischen einer Vierteldrehung und 3 Drehungen frei im Kameramenü einstellen. Das 50-200 f2.8-4 kratzt mit seiner Kleinbild-äquivalenten Brennweite von 100-400 mm eher am unteren Spektrum der interessanten Objektive für die Wildtierfotografie. Dafür ist es MFT-typisch natürlich viel kompakter und leichter als ein entsprechendes 100-400 für das Vollformat. Für alle, die mit den Begriffen Kleinbild-Äquivalent oder Crop-Faktor nichts anfangen können, habe ich dazu auf wildfoto.de eine gute Erklärung parat. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Zur Bedienung gibt es nicht viel zu sagen. Es besitzt lediglich einen An-Ausschalter für den Stabilisator und einen Umschalter zwischen Autofokus und manuellem Fokus. Mit dem 1,4-fach Telekonverter Panasonic TC14 erreicht es eine Brennweite von 70 bis 280 mm bei Blenden zwischen f3.9 und 5.6. Und mit dem TC20 verwandelt sich das 50-200 in ein 100-400 mit Blende 5.6 bis 8. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Favoriten. Das 100-400 f4-6.3 von Panasonic ist ein nahezu perfekter Allrounder für die Wildtierfotografie. Umgerechnet auf das Vollformat haben wir hier eine Brennweite von stattlichen 200 bis 800 mm und das bei einer kompakten und gut ausbalancierten Bauweise. Neben den beiden üblichen Schaltern, wie beim kleinen Bruder, besitzt das 100-400 noch einen Fokusbegrenzer von 5 Metern bis unendlich. Telekonverter lassen sich an das 100-400 leider nicht anbringen. Reden wir nun über das größte und teuerste der drei. Das Panasonic Leica 200 mm f2.8 ist das lichtstärkste Teleobjektiv im MFT-System. Die 400 mm Kleinbild-äquivalente Brennweite sind für unsere scheue heimische Tierwelt recht knapp bemessen. Daher eignet sich das Objektiv am ehesten in einem Tarnversteck oder halt mit Telekonverter. Allerdings bildet das Objektiv bereits bei Offenblende knackscharf ab und die Blende f2.8 ermöglicht Aufnahmen unter Lichtbedingungen, die mit dem kleinen Force Search Sensor sonst nicht möglich waren. Im Vergleich zu einem Canon oder Nikon 400 mm f2.8 ist das Panasonic natürlich richtig kompakt. Doch rein aus MFT-Sicht betrachtet ist es schon ein Brocken. Trotz seines merkbaren Gewichts ist es an der G9 aber gut ausbalanciert und fällt beim Fotografieren nicht weiter negativ auf. Die Anordnung der Schalter und Knöpfe ist beim Leica 200 mm sehr gut durchdacht. Die beiden Schalter für Fokus und Bildstabilisator befinden sich direkt am Bajonett, während sich alle anderen Schalter und Knöpfe zur Steuerung des Autofokus weiter vorne befinden. Hier gibt es einmal den Fokusbegrenzer von 3 Metern bis unendlich und einen Funktionsknopf, der mit dem darunter befindlichen Schalter eingestellt werden kann. Wenn ich auf Memory schalte und dann den Knopf drücke, speichert die Kamera den aktuellen Fokuspunkt.
Mit der Einstellung Call und einem Druck auf den Knopf kann ich jederzeit zu diesem Fokuspunkt zurückkehren. Wahlweise lässt sich der Knopf mit der Einstellung FN auch frei programmieren. Ach ja, und nicht zu vergessen, der Blendenring. Den gibt es auch noch. Wer die Blende wie ich aber lieber an der Kamera einstellt, kann den Ring einfach auf A stellen. An Olympus-Kameras funktioniert der Blendenring übrigens nicht. Mit dem CC14 erreicht das Panasonic Leica 200 mm eine Brennweite von 280 mm bei Blende 4 und mit dem TC20 liegen wir bei 400 mm und Blende 5.6. Jetzt möchte ich noch gerne ein Thema ansprechen, das im wahrsten Sinne des Wortes viel zu kurz kommt. Und zwar der Unterschied zwischen angegebener Brennweite und dem tatsächlichen Bildwinkel. Während die beiden Zooms bei 400 mm eine ähnliche Telewirkung aufweisen, kommt man mit dem 200 mm und TC20 schon etwas näher an das Motiv. Zum Vergleich hier nochmal ein echtes 400 mm, das Minolta MC Apo Telerocker 400 mm f5.6. Hier ist der Unterschied im Bildwinkel deutlich zu erkennen. Kommen wir nun zum Herzstück dieses Videos, dem Schärfevergleich. Ich habe Tests bei 200, 280 und 400 mm Brennweite durchgeführt, jeweils einmal bei Offenblende und einmal beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Beim 200 mm Offenblende-Test gefällt mir das 100 bis 400 f4 bis 6.3 am besten. Es erreicht in der Bildmitte den zweiten Platz, zieht die Schärfe aber im Gegensatz zu den beiden Kontrahenten bis zum Rand fort. Das Panasonic Leica 200 mm f2.8 liefert in der Bildmitte das beste Ergebnis, zeigt aber am Rand eine sehr schwache Leistung. Das 50-200 f2.8 bis 4 belegt in der Bildmitte zwar nur den dritten Platz, allerdings mit so geringem Abstand, dass man von einer soliden Performance sprechen kann. Während das 100 bis 400 bereits mit f5.1 bei Offenblende arbeitet, können das 50-200 und 200 mm f2.8 durch Abblenden auf f5 bei 200 mm noch einiges an Schärfeleistung hinzugewinnen. In der Bildmitte bleibt das 200 mm f2.8 Sieger, gefolgt vom 50-200. An den Bildrändern liefern alle Linsen hier eine durchgehend solide Leistung. Bei 280 mm Offenblende zeigen alle drei Teleobjektive eine recht ähnliche Leistung. Hier gibt es nichts zu meckern. Die Offenblende für die beiden Zooms liegt bereits bei f5.6, somit können wir hier nur noch das 200 mm f2.8 mit 1,4-fach Telekonverter bei 280 mm abblenden. Hier kann es am Bildrand zulegen und erreicht insgesamt mit sehr geringem Abstand die beste Leistung. Bei 400 mm kann die 200 mm Festbrennweite mit zweifach Telekonverter in der Bildmitte punkten, zeigt aber wieder deutliche Schwächen am Rand. Das 100 bis 400 hingegen zeigt eine gute Schärfeleistung und zieht diese bis zum Bildrand fort. Wirklich überrascht hat mich jedoch das 50 bis 200 mit zweifach Telekonverter. Mit einer Offenblende von f8 ist es nicht in allen Situationen zu gebrauchen, doch die Schärfeleistung in der Bildmitte ist auf einer Linie mit dem 200 mm f2.8 mit zweifach Telekonverter. Auch am Bildrand liefert es eine ordentliche Leistung ab. Alles in allem sind alle drei Objektive bei 400 mm okay, nicht herausragend, aber gut zu gebrauchen. Auf f8 abgeblendet liefert das Panaleica 100 bis 400 in der Bildmitte als auch am Bildrand die beste Leistung. Das 200 mm kann lediglich am Bildrand etwas aufholen, landet hier aber immer noch auf dem letzten Platz. Hier nochmal die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst. Neben der Schärfeleistung ist besonders die subjektive Bildwirkung für gute Fotos ausschlaggebend. Die setzt sich in der Regel aus dem Bokeh, dem Kontrast und dem Gegenlichtverhalten zusammen. Hier machen alle drei Objektive dem Leica Branding alle Ehre und liefern sehr gute Resultate. Das Panasonic Leica 200 mm f2.8 liefert festbrennweitentypisch das etwas bessere Bokeh und etwas kontrastreichere Fotos. Nach einer ordentlichen Bildbearbeitung lassen sich die Unterschiede zwischen den dreien jedoch nur noch schwer feststellen. Hier gibt es bei keinem der drei Teleobjektive was zu meckern. Jedes der drei Teleobjektive mit Leica Branding liefert hervorragende Bildergebnisse und macht richtig Spaß zu fotografieren.
Allerdings behält auch nach diesem Test jedes Objektiv seine Daseinsberechtigung und ich kann dir darum leider keine eindeutige Empfehlung aussprechen. Wenn deine Prioritäten eher auf dem Fotografieren von Hunden und Pferden oder bei der Landschaftsfotografie liegen, dann ist das 50 bis 200 eine gute Wahl. In Kombination mit dem 1,4-fach oder 2-fach Telekonverter erlaubt es auch gelegentliche Abstecher in die Wildtier- und Vogelfotografie. Die Blende 8 mit dem 2-fach-Konverter beschränkt den Einsatz jedoch auf offene Flächen wie Seen und Felder. Für den Wald ist diese Kombination schlicht zu dunkel. Wessen Priorität jedoch in der Wildtierfotografie liegt, den empfehle ich ganz klar das Panasonic Leica 100 bis 400. Es ist flexibel, bietet von der Mitte bis zum Rand eine gute homogene Leistung und ist richtig schön kompakt. Was man wiederum von dem Olympus 100 bis 400 nicht behaupten kann. Die Blende 6.3 sorgt bei 400 mm häufig dafür, dass man die ISO sehr hochschrauben muss, was den Einsatz im Wald nicht unmöglich macht, aber eher auf lichtdurchflutete Bereiche beschränkt. Das lichtstarke 200 mm f2.8 wiederum ist ein Spezialist für den Ansatz im Wald und bei schlechten Lichtverhältnissen. Es lässt sich mit den Konvertern unter mittleren Lichtverhältnissen, aber auch recht flexibel für größere Distanzen einsetzen. Besonders praktisch ist auch die Funktion, per Knopfdruck auf einen zuvor gespeicherten Fokuspunkt zu springen. So könnte man zum Beispiel den Fokus präzise auf ein Vogelnest setzen, die Elterntiere verfolgen und wenn die Action am Nest weitergeht, reicht ein einfacher Knopfdruck und man hat wieder den Ort des Geschehens im Sucher. Noch mehr Informationen zu den 3 Objektiven findest du auf waldfoto.de. Dort findest du auch weitere Empfehlungen für Teleobjektive von Panasonic und Olympus. Den Link dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, weißt du ja, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal.